Willkommen zurück, ich bin Gordon und in diesem Video geht es um das Testen einer günstigen und dennoch präzisen Laborierung von 8x57 ES mit S&B-Hülsen, Zündhütchen wie so oft von CCI, Typ Large Rifle. Das Treibladungspulver, was ich hierfür verwende, ist das Vitaburi N140 und dem Hornady-Geschoss SP3232 mit 150 Grain. Zum Hülsenkalibrieren nehme ich die Halskalibriermatrize von Redding und zum Geschosssetzen die Matrize von Hornady. Ich habe mit der Hornady-Setzmatrize gleichmäßigere Ergebnisse erzielt, was wohl mit der Stempelgeometrie zusammenhängt. Im Anschluss an das Wiederladen der Laborierung seht ihr dann noch die Aufnahmen vom Testen auf dem Schießstand, inklusive Aufnahmen direkt von der Scheibe zu jeder einzelnen Abstufung der Pulvermengen. So, dann legen wir mal los. Viel Spaß dabei. Beginnen wir mit der Hülsenvorbereitung. Wobei ich jetzt speziell auf den Schritt der Kalibrierung nicht ganz so sehr eingehe. Für Details dazu habe ich euch das Video zu Präzisionspatronen für Büchsen Nummer 1 Hülsen unten als Link eingefügt. Die S&B-Hülsen hier habe ich also bereits halskalibriert, entzündert und gereinigt. Es fehlt jetzt noch das Trim, da sich die Hülsen ja im Patronenlager ein paar Zehntel gelenkt haben. Das ist gar nicht mal so wenig. Das sind hier, also Originallänge sind 57 mm von den Hülsen und das sind hier 3 Zehntel länger. 57,3 rund. 57,4 sogar. Also die längen sich schon ziemlich. Ja, werden wir mal die Hülsen trimmen. Ich habe dafür einen Lyman Hülsentrimmer und da ist schon der Dorn für 8 mm vorne drin. Die entsprechende Länge, gewünschte Länge von 56,8, die ich hier verwende, habe ich schon eingestellt. Und was ich ganz praktisch finde, ist, wenn die Hülsen noch kein Zündhütchen haben, in diesem Lyman-Gerät ist hinten ja so eine Kugel zum Spannen und da die zentriert die Hülse dann auch korrekt. Wenn da so ein Zündhütchen drin ist, dann kann es sein, dass sie ein bisschen außerhalb der Mitte ist und man versaut sich dann dadurch die Hülse. So, das war es auch schon. Und die hat natürlich jetzt einen schönen Grat vorne dran. Werden wir dann mal gleich Hand entgraten. Da habe ich den RCBS Handentgrater, den habt ihr schon in anderen Videos gesehen. Ziemlich praktisch das kleine Ding. Einmal innen, dann nochmal außen. Wunderbar. Das machen wir jetzt für alle anderen Hülsen auch. Und dann geht es ans Zündern. Und dann sind die Hülsen komplett vorbereitet. Das ist der RCBS Zündhütchensetzer. Ich habe jetzt hier vorbereitet 5x5 Patronen. Also 25 Zündhütchen rein. Ein bisschen doof an diesem Zündhütchensetzer von RCBS ist das mittlere Loch und der Deckel, der da einrastet. Und dann, wenn man den nicht wirklich ratzefatze raufdrückt, dann kann es passieren, dass sich da ein oder mehrere von diesen Zündhütchen da drin umdrehen, so wie gerade eben passiert hier. Dann muss man das Ding wieder abnehmen. Loch freimachen und dann wieder raufsetzen und also, manchmal könnte ich das Ding in die Ecke schmeißen, wirklich. Naja, also schlussendlich. Und zack, gut, geschafft. So, jetzt zündern wir die ganzen Hülsen. Und dann geht's ans Pulver einfüllen.
Die Hülsenmünder haben oftmals noch so eine richtig feste Verschmutzung und die mache ich dann mit Scotch-Brite schön blank. Jetzt noch das Abwiegen der Pulvermengen. Wie gesagt, N140. Die Abstufung meiner Laborierung ist 48,3, 48,6, 49 Grain, 49,3 und 49,6. So, abwiegen von Hand, wie gehabt. Jetzt bleibt noch das Geschoss setzen. Die Honor-Geschosse sind ziemlich gleichmäßig. Ich habe die vorher mal alle auch in der Länge gemessen. Trotz dieses Softpoints vorne gute Konsistenz. Und die Gesamtlänge der Patrone ist anschließend oder soll anschließend 75,8 mm sein. Da ist der Lockring sitzt kurz über dem Hülsenende. So, damit haben wir die Patronen fertig und jetzt können wir die ganzen Dinger mal auf dem Schießstand testen und ich bin auch schon gespannt auf die Ergebnisse. Wir beginnen mit 48,3. Lasst euch von den Instruktionen für den Jäger hier nicht verwirren. So, und da habe ich die Einblendung der Scheibe. Nicht wundern über diese merkwürdige Aufnahme. Ich musste von oben filmen. Ich habe die Kamera aus Sicherheitsgründen hinter der Metallscheibe angebracht. Dann, wie gesagt, jetzt nochmal raus, nochmal so eine Dreiergruppe. Und wenn die immer hier sind, dann haben wir Gewehr den Kopf schon mal drin. So, und dann irgendwann lässt du das dann weg und versuchst es dann so zu schießen. Obwohl ich weiß nicht, schießt du viel Drückjagd oder schießt du der vom anderen? Gar nicht. Im Moment gehe ich gar nicht an. Ja, ich damit zu. Nee. Also ich sag mal, alles was hier in dem Bereich ist, wenn du hier in dem Bereich bist, ist jagdlich vollkommen uninteressant. Beim Reh hast du, sag ich mal, so einen Streukreisdurchmesser, da ist ja auch die 10 da. Da brauchst du ja, ich sag mal, ich gehe eigentlich auch momentan in Berlin, also wenn ich jagen wollte, würde ich in Berlin gehen. Und da sind es ja nur 25 Meter. Ja. Trotzdem für einen selber. Und dann kommt irgendwann, sag ich mal, nochmal, wenn du wirklich auf 50 Meter oder so. Ja, bei diesem Schuss habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Der ist ganz klar verrissen. Merkt man ja selbst, ob man einen Schuss verreißt oder nicht. Bist du jagdlich auf 100%ig sicherem Terrain. Also wie gesagt, schießt jetzt nochmal, wie gesagt, so eine Runde, nochmal die 3, nochmal rausgehen, nochmal die 3 und wenn du das dann hast und vielleicht kriegst du es noch ein bisschen länger zu dann hast du einen super Schussfrei. So, 48,3 haben wir fertig. 48,6. Interessant zu sehen, wie sich die Treffpunktlage der Gruppe bei so wenig Pulveränderung verändert. So, und jetzt turnt hier irgendeiner neben mir herum. Und dann muss ich mal kurz Sicherheit wieder herstellen. Und habe die Kamera ausgeschaltet und vergessen wieder einzuschalten. So, damit sind wir bei 49,0 Grain.
49,3. Und 49,6 zum Schluss. So, kommen wir zur Auswertung. Hier die Ergebnisse. Bis auf die Ladung mit 49 Grain liegen alle Gesamtgruppen knapp unter einem Moor. Wobei, wenn man die Dreiergruppen betrachtet, sind sogar knapp ein halber Moor. Schön an so einer Scheibenkamera ist, dass man hier sehen kann, was potenzielle Flyer sind. Sonst sieht man ja nicht, in welcher Reihenfolge die Geschosse einschlagen und welche davon sozusagen Grüppchen bilden. Normalerweise wird ja empfohlen, Dreiergruppen je Ladung zu schießen, um die Schützenstreuung zu minimieren. Meine Meinung ist da mittlerweile, dass ohne professionelle Gewehrauflage meine eigene Schützenstreuung immer irgendwie eine Rolle spielt. Trotzdem sehe ich hier eine gewisse Tendenz im Ergebnis. Was mir zum Beispiel ins Auge fällt, sind zwei der Laborierungen wegen ihrer in Kombination brauchbaren Dreier- und auch Gesamtgruppe. Das sind die beiden Ladungen 48,6 Grain und 49,6 Grain. Ziemlich kurios, ein Grain Unterschied. Mein nächster Schritt wird sein, diese gesamte Ladeleiter nochmal zu bauen und an einem anderen Tag mit anderer Konstitution nochmal zu testen und dann beide Serien zu vergleichen. Erst dann kann ich da wirklich eine Aussage treffen oder Tendenz erkennen. Insgesamt gesehen sind die Ergebnisse nicht wirklich berauschend, aber es sind Ladungen mit immerhin Schlecht- und Billighülsen und preiswerten Komponenten und das Ganze aus einem 106 Jahre alten Gewehr 98 und dafür kann sich das, denke ich, durchaus sehen lassen. Wie seht ihr das eigentlich? Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu als Kommentar. So, das war's bis hierhin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin.